Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Kanal. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Markus von Castle Media, für die, die mich jetzt noch nicht kennen. Und wir nehmen euch heute mit auf eine Immobilientour. Wir stehen heute hier in Kirchdorf. Das ist nur unweit entfernt von St. Johann in Tirol. Das ist im Bezirk Kitzbühel. Und wir stehen heute im Webern-Chalet, eins von den beiden. Das Haus, das steht zum Verkauf. Es ist aber noch kein Preis für die Öffentlichkeit festgegeben. Das heißt, wenn ihr konkrete Interesse habt, bitte schreibt uns direkt eine DM, eine E-Mail oder eben den zuständigen Immobilienmakler, also die Kids Immo Real Estate OG. Wir blenden euch das hier am besten einfach ein, dann könnt ihr uns damit kontaktieren. Auf einer Grundstücksfläche von 800 Quadratmetern finden wir aufgeteilt auf 3 Etagen 450 Quadratmeter Wohnnutzfläche. Wir haben einen Wellnessbereich im Untergeschoss, direkten Zugang von der Garage ins Haus. Wir haben einen riesengroßen Master Bedroom, einen großzügigen Wohn-Essbereich im Obergeschoss, traumhaften Blick auf den Wilden Kaiser, Platz für 4 Fahrzeuge in der Garage und Außenstellplätze, auch nochmal 3 bis 4 Plätze dafür. Wenn man zum Gebäude hinfährt, sieht man hinterm Chalet schon den Wilden Kaiser durchleuchten, je nachdem, ob ein paar Wolken sich drinnen verfangen haben oder nicht. Fährt man rein, direkt neben der Straße steht dann hier das Chalet. Zugang auch direkt von hier in die Garage. Wie angesprochen, kommen wir hier in das Untergeschoss. Oder man fährt die Einfahrt hoch, alles mit Granit, Naturstein verpflastert. Das automatische Tor öffnet sich und man kommt dann zu den Freistehplätzen, zum privaten Innenhof des Chalets. Dann trennt einen nur noch ein kleiner Sockel und dann steht man schon vor der Eingangstür. Und dann steht man schon hier im Eingangsbereich. Hier gepflastert mit Steinfliesen. Sehr klassisch auch von Aufschneider, hier in hellgrau mit leicht weißer Marmorierung. Aber es ist ein zeitloser Stil, wie ich finde. Und der zieht sich auch durch hier von allen Bereichen im Haus, von den Badezimmern bis auch hier. Aber wenn ihr jetzt mitkommt, dann kann ich euch das gleich mal zeigen. Wir haben hier das Stiegenhaus, in Schmiedeeisen kunstvoll verbunden mit diesen vertikalen Verbindungen, die sich wirklich durchs ganze Haus ziehen. Jede Stufe indirekt beleuchtet, vom Untergeschoss bis hoch ins Obergeschoss. Und dazwischen dann hier nochmal die Lichtformation. Auch hinter mir eine richtig spektakuläre Lichtgestaltung an der Wand. Man sieht, hier ist wirklich Lichtdesign angewendet worden. Es ist nicht nur irgendwo eine Lampe oder ein paar Spots angebracht worden, sondern man hat sich da wirklich was dabei gedacht. Und diese Doppeltür, die führt dann hier rein in die Master Suite. Hier wieder übergehend mit den Eichenholzdielen rein in die Suite. Zu eurer Rechten haben wir Einbauschränke, wirklich wandhoch, von Fußbodenoberkante bis zur Unterkante der Decke. Die gesamte Länge hier, genug Platz und gegenüber davon ein großzügiges Bad en Suite mit einem Waschtisch mit 2 Waschbecken, auch wieder gleich gehalten wie im Eingangsbereich mit den Fliesen in diesem hellgrau, mit diesem leicht marmorierten Bereich in darin, großzügige Regendusche, eine üppige Badewanne, wunderschön geschwungen, dazu dann noch die Armaturen, alle in schwarz gehalten, in matt schwarz. Gefällt mir sehr gut, ein super übereinandergreifendes Design, zeitlos wie der Eingangsbereich ebenso. Und von hier kommen wir dann raus und dann stehen wir hier im Schlafbereich. Hinter dem Kopfteil sind wir schon hier mit Altholz veredelt, sehr schön in Szene gesetzt, auch hier mit diesen Lichteinheiten, die beiden hier an der Decke, die runterhängen, sind nicht mit dem Boden verbunden. Und nochmal 2 Lichtquellen hier links und rechts vom Masterbett, vom Doppelbett an der Stelle. Und der Blick raus Richtung Westen, hier auf den Garten. Es gibt nur 2 Schlafzimmer, die hier einen Zugang drauf haben. Das ist hier der Master Bedroom und drüben nochmal 2 Schlafzimmer oder 2 Zimmer hier eingerichtet. Müssen keine Schlafzimmer sein, sind auch noch nicht eingerichtet, damit dem Eigentümer oder der Eigentümerin ein bisschen Freiheit in der Richtung gegeben wird. Wir können euch hier ein paar Clips reinspielen. Und der Zugang ist hier auf den Garten. Und der Garten ist wirklich schön. Draußen ist alles mit Feinsteinplatten verlegt worden, mit Gneis. Und draußen hat man einen riesen Überhang von der Terrasse des Obergeschosses, was hier einen wunderbar geschützten, auch breiten Bereich ermöglicht. Toll für den Loungebereich, toll für Grillmöglichkeit hier unten nochmal geschützt. Der Blick raus auch auf den Rasen. Geschwungen passt er sich hier in die Gartenform ein. Bringt ein bisschen eine Leichtigkeit, auch schön mit Pflanzen eingedeckt und eingesetzt. Und von hier aus, wenn man dann ein bisschen weiter den Garten quasi ausreizt, ein bisschen weiter rüber geht, schaut man schon hoch in das Obergeschoss. Und ich würde sagen, da schauen wir jetzt nochmal drauf. Hat man hier 2 Entscheidungen. Entweder hier mit dem Lift hoch oder eben mit der Treppe hoch in das erste Obergeschoss. Wenn ihr bis jetzt noch keinen Like gegeben habt, lasst uns ein Like da und einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, schauen wir hoch
Und zwar zu diesem spektakulären Übergang. Und zwar zu diesem demonstrativen, zu diesem mächtigen Eingangsbereich hier raus zum Wohn-Essbereich. Hier sehen wir schon den Esstisch dahinter. Richtig schön in Schmiedeeisen bis hoch zum First. Doppelte Raumhöhe, man sieht hier die Tür als Vergleich. Es ist eine doppelte Tür an der Stelle. Schöne Flügeltür, die hier nochmal den Bereich öffnet. Aber allein dieser Bereich hier wird gut beleuchtet, denn das ist hier die Ostausrichtung. Haben wir nochmal eine bis zum First hochgezogene Fensterfront, die hier das Stiegenhaus und weiter dann auch bis in den Wohnbereich quasi das Licht durchschickt. Hinter mir der Aufzug, wo man dann rauskommen würde, und daneben schon mal eine Tür. Haben wir noch ein Schlafzimmer mit einem Bad en suite, wieder mit den Eichentüren wie auch im Rest des Hauses, bündig mit dem Rahmen hier eingebaut, und dann haben wir hier das Doppelbett in diesem wunderschönen Schlafzimmer. Vor allem das Interior Design ist sehr, sehr schön gelöst worden. Hier mit der Tapete dahinter, dem Altholz, das hier quasi die Decke, die leicht geneigte Decke hier wieder in Szene setzt. Der Rest ist in weiß gehalten und die Einrichtung macht den Rest. Toll hierbei, genau wie bei dem anderen Schlafzimmer auf der anderen Seite, vom Grundriss genau gleich, haben beide einen Zugang hier raus auf die ostseitig ausgerichtete großzügige Terrasse. Auch wieder mit den Feinsteinfliesen, der Gneis draußen, ein idealer Platz für ein Morgenkaffee, für Frühstück, für ein schönes Lounge-Areal, und das dann auch alles hier nochmal mit einem Bad en suite, einer großzügigen Regendusche, ein Waschbecken, alles, was das Herz begehrt. Man muss wissen, das ist nicht der Master Bedroom und es sieht schon so extrem schön aus, auch hier mit den Lampen wieder alle angebracht. Das ist der. Gegenüber davon haben wir den Bruder und die Schwester, genau das gleiche nochmal. Und hier haben wir das Gäste-WC mit einem goldenen Waschbecken, schwarze Armaturen, die aus der Wand rauskommen. Wieder wie auch drüben im Schlafzimmer die Tapete an der Wand, die die ganze Wand hier besetzt. Der Rest ist wieder weiß und oben mit dem Altholz. Und die goldenen Lampen, die hier von der Decke runterhängen. Unglaublich schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und das ist eigentlich nur ein WC, muss man sagen. Und von hier kommen wir dann weiter in den angesprochenen Wohn-Essbereich. Und dann darf ich euch schon begrüßen, hier im Wohn-Essbereich, einen lichtdurchfluteten Wohn-Essbereich. Wir stehen jetzt hier vorm Esstisch, Platz für 8 Personen an der Zahl. Wunderschöner Tisch, 5 cm dick ungefähr, wird von einer Eisenkonstruktion gehalten und ist zentral positioniert. Hinter euch die raumhohe Fensterverglasung mit insgesamt 3 Türen, die hier raus auf die Terrasse gehen, wie unten angesprochen, die nach vorne rausragt. Hier eine super Stimmung am Abend, ist Richtung Westen ausgerichtet. Zu unserer Rechten haben wir dann hier einen wirklich riesigen Kamin, der sich hier auch wieder bis zum First hochzieht. In schwarz gehalten, darunter ein Sockel, der ist wirklich Massivbauweise und schwarz verfließt. Zieht sich hier weiter und bildet dort drüben dann ein richtig cozy Place, kleines Plätzchen, wo man sich hinsitzen kann, direkt bei der Wärme vom Kamin daneben. Und das ganze Haus ist allgemein schon mal mit Fußbodenheizung beheizt, das ist natürlich auch hier drinnen, aber auch in den anderen Räumen. Und hier dann das Wohnareal. Eine schöne Couch. Ich bin mir nicht sicher, welches, wir haben schon gerätselt, welche Marke das sein könnte. Ich denke, es ist Minotti. Dahinter auch wieder die Glasfront raus, wie angesprochen. Und der Blick immer Richtung Küche ausgerichtet. Ich darf euch präsentieren eine wunderschöne in Szene gesetzte Küche mit der indirekten Beleuchtung, die hier den Küchenblock umrandet. Dann haben wir hier die schwarze, in mattschwarz gehaltene Küche mit der Steinoberfläche auch wieder in schwarz. Damit haben wir dann weiter, wenn wir hier die Küche umkreisen, natürlich ein Bohrergerät eingebaut, einen indirekten Dunstabzug, darüber hier die Beleuchtung, auch hinter mir alles in schwarz gehalten. Geräte sind allesamt von Miele, also auch hier der Weinkühlschrank, der Dampfgarer, der Backofen, der Kühlschrank, alles nur das Beste, was man sich vorstellen kann. Ich sage es immer wieder, aber das ist hier, es wird einfach auf Qualität geachtet. Das zieht sich hier weiter. Die indirekte Beleuchtung ist auch hier hinten bei der Küchenzeile
und kommt dann hier bis zur Altholzverkleidung, zur Altholzvertäfelung. Und das Altholz, das geht eben hier über auf diesen wunderschönen Raumtrenner. Leute, das ist genial, der ist riesengroß, lässt das Licht durch von der Ostseite, von der Fensterfront bis natürlich hier zur Westseite. Und dadurch ist am Morgen und am Abend wirklich alles Licht durchflutet und auch dazwischen ist es nie zu dunkel, egal ob man jetzt diese wunderschönen Leuchter und Lichter einschaltet oder eben nicht. Das Tolle dabei, natürlich die Terrasse, der Zugang von der Küche, vom Esstisch, dann je nachdem wie man die Couch aufstellt, auch von der Couch raus. Und hier kann man noch entspannt ein Loungeareal aufbauen, ein Esstisch, eventuell ein Outdoor Fire Pit. Alles, was man nur haben möchte am Abend, wenn die Sonne dann untergeht, den wilden Kaiser da in der Ferne quasi anstrahlt. Aber was ist noch wichtiger als ein ansprechender Wohn-Essbereich? Für mich ist es der Wellnessbereich und der ist im Untergeschoss. Ich nehme jetzt den Aufzug und wir sehen uns um. So, ich darf euch begrüßen hier im Untergeschoss. Wenn man jetzt vom Eingangsbereich direkt die Stiege hier runter geht, steht man schon hier und zwar im Stiegenhaus. Ist ja fast eine Untertreibung für dieses wunderschöne Stiegenhaus. Wir haben mal einen großen Spiegel hinter mir mit Eichenholz verkleidet. 2 Türen haben wir noch. Eine, die verbindet hier diesen Bereich mit der Garage. Wie gesagt, da können wir euch leider keine Einblicke geben. 4 Fahrzeuge haben Platz, es ist eine sehr schöne Garage. Mehr können wir euch da leider nicht bieten. Daneben nochmal ein Stauraum. Und hier ist der Lift. Aber wenn ihr mir hier folgt, kommen wir. Das ist der Technikraum. Und hier haben wir nochmal ein zusätzliches Schlafzimmer oder Büro, je nachdem wie man es einrichten will. Ist auch nicht eingerichtet. Und hier haben wir nochmal mit einem Schmiedeeisentor eingepassten Weinkeller. Zusätzlich zum Weinkühlschrank oben kann sich hier dann seine guten Stücke, seine guten Weine lagern. Auch wieder sehr schön. Mit dem Granitstein ist es, denke ich, hier an der Wand alles vertäfelt und mit der Beleuchtung von oben dann nochmal den Kontrast zwischen den Steinen ein bisschen hervorhebt. Gefällt mir sehr gut, auch nochmal mit einem Weinschrank, alle Geräte von Miele. Ihr wisst schon, wie es ist. Und spektakulär ist hier zu eurer Rechten dieser Eingang. Ich öffne es mal kurz, sonst spiegeln wir uns komplett zum Wellnessbereich. Ein wirklich großzügiges Areal und alles dreht sich um das persönliche Wohlbefinden. Und daneben haben wir dann hier schon ein Daybed. Es kann auch gut und gerne ein vollwertiges Schlafzimmer sein mit einem Boxspringbett hier zum Beispiel. Es sind die Lichter angebracht, genauso ist auch hier die Wanddekoration gegeben, wieder ein schönes Wallpaper. Ich hoffe, es kommt gut rüber bei euch. Es ist sehr dezenter Farbton, der gut dazu passt, aber nicht allzu auffällig. Und vis-à-vis davon hat man den Blick hier auf die finnische Sauna, auch wieder sehr schön. Innen mit dem Altholz an den Wänden, auch wieder an der Decke. Nicht wiederum die Sitzvorrichtungen, haben gut und gerne auch wieder 5 Personen Platz. Ist eine Klaffsauna, also eigentlich der Marktführer. Sieht man fast immer in den Chalets oder in Häusern, die wirklich ein Budget haben, wo man sagen kann, dann nimmt man das Beste vom Besten. Also zu der. Aber wer zum Beispiel nicht so der Sauna-Fan ist oder ein bisschen abwechseln will, haben wir auch daneben nochmal ein Dampfbad. Das Dampfbad hier nochmal gleich verfließt, wie auch hier der Boden, bis hoch an die Decke. Sehr schön gehalten, nochmal ein ganz anderes Wellness-Erlebnis. Für jeden, der Wellness ein bisschen selber genießt, der weiß, wie das ist. Und der Weg hier rein führt zur großen Regendusche. Daneben dann nochmal ein Handtuchhalter und ein WC. Allesamt bis zur Decke hoch verfließt oder eben mit dem Altholz hier veredelt worden. Das war's mit der Immobilientour im Webern Chalet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde persönlich, das ist die schönste Seite vom Chalet. Ich bin richtig angetan, ist richtig schön, vor allem von innen, gefällt mir sehr gut. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Was euch gefällt, was euch nicht gefällt, wir sind offen für eine Diskussion da unten. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, was uns sehr freuen würde. Und wenn ihr ein bisschen Behind the Scenes sehen wollt,
schaut gerne auch auf Instagram vorbei. Wir haben jetzt nämlich einen neuen Kanal zusätzlich zu dem alten, könnt ihr natürlich bei beiden folgen. Und beim neuen, da geht es jetzt zu Gast, vor allem um das Format auf YouTube, Behind the Scenes, was steckt eigentlich noch alles dahinter. Wir würden uns freuen, wenn ihr Teil der Community werdet. Wir sehen uns kommenden Freitag dann wieder zur nächsten Immobilientour. Bis dahin, macht's es gut und Servus.